Er braucht weder Reißzähne noch explosive Kraft. Komodowarane töten mühelos mit Gift und Geduld. Afrikanische Wildhunde hingegen sind auf Teamarbeit angewiesen, um mehr als 80% ihrer Beute zu erlegen. Vielleicht ist in der Welt des Überlebens nicht der Stärkste der Wildeste, sondern derjenige, der genau weiß, was zu tun ist, um am Leben zu bleiben. Der Komodowaran und tödliche Hinterhalte. Versteckt zwischen den kargen indonesischen Inseln Komodo, Rinca und Flores lebt ein Tier, das als letzter überlebender Nachkomme der Jurazeit gefeiert wird: der Komodowaran. Mit einer Länge von über 3 Metern und einem Gewicht von über 70 Kilogramm ist er nicht nur die größte Eidechse der Welt, sondern auch das wichtigste Raubtier im Ökosystem seiner Insel. Im Gegensatz zu berühmten Fleischfressern wie Leoparden oder Löwen brauchen Komodowarane keine Hinterhalte oder Verfolgungsjagden. Sie sind Meister der Geduld und nutzen die Zeit als Waffe. Mit einem einzigen Biss sprechen sie das Todesurteil aus. Ihre Zähne sind scharf wie Klingen. Aber noch furchterregender ist ihr Speichel, der mit gefährlichen Bakterien und Gift beladen ist, das den Blutdruck senkt, die Gerinnung beeinträchtigt und langsam die Organe zum Stillstand bringt. Beute wie der Timor-Hirsch oder der kleine Wasserbüffel fliehen, sobald sie gebissen worden, aber nie sehr weit. Schritt für Schritt werden sie schwächer und brechen schließlich zusammen. Der Komodowaran folgt ihnen lautlos, geleitet vom Geruch des Blutes, und wartet auf den unvermeidlichen Moment. Keine Geschwindigkeit? Keine rohe Kraft. Nur Gift und Geduld. Der Komodowaran ist der lebende Beweis des Prinzips: in der Natur gewinnt der, der wartet. Tief in den Wäldern Indiens und Sri Lankas lauert ein weiteres Tier, das Faultier. Mit seinem schwarzen, zotteligen Fell, seiner langen Schnauze und seinem gebeugten Gang wirkt es nicht bedrohlich. Auf den ersten Blick könnte man es mit einem sanften Insektenfresser wie dem Panda verwechseln. Aber das Faultier ist in Wirklichkeit eine Furie mit Krallen.
Er ernährt sich von Termiten, Ameisen und Waldfrüchten und ist mit langen, sichelförmigen Krallen bewaffnet, die stark genug sind, um Baumrinde aufzureißen oder unterirdische Nester auszugraben. Was das Faultier jedoch gefährlich macht, ist sein unberechenbares Temperament. Aufgrund seines schlechten Sehvermögens reagiert es oft heftig auf plötzliche Begegnungen. Auch wenn es sich nicht wirklich bedroht fühlt. Es gibt zahlreiche Berichte von Menschen, die angegriffen wurden, nur weil sie sich dem Faultier zunäherten, während es nach Termiten grub. In freier Wildbahn stellt sich das Faultier sogar Tigern entgegen. Eine fast undenkbare Herausforderung für ein Tier von so bescheidener Größe. Ein Brüllen ist seine letzte Warnung. Wenn sich der Eindringling nicht zurückzieht, stürzt sich das Faultier in den Kampf, nicht um sein Revier zu verteidigen, sondern einfach, weil es nicht gerne gestört wird. Unter den wichtigsten Raubtieren Afrikas wird der afrikanische Wildhund Lycaon pictus aufgrund seines schlanken Körperbaus und seines im Vergleich zu Löwen oder Leoparden weniger majestätischen Aussehens oft unterschätzt. Dieses Tier ist jedoch der wahre Stratege der Savanne und hat mit über 80% eine der höchsten Erfolgsraten bei der Jagd in der Natur. Der afrikanische Wildhund gehört zur Familie der Canidae, Hundeartige, und hat viele einzigartige Merkmale, die ihn von seinen nahen Verwandten unterscheiden. Sein gelb, schwarz und weiß geflecktes Fell dient nicht zur Schönheit, sondern zur perfekten Tarnung in offenen Wäldern und Graslandschaften. Jedes Tier hat ein einzigartiges Muster, wie ein Fingerabdruck. Kein zweites ist gleich. Sie haben lange Beine, einen schlanken Körper und nicht einziehbare Krallen, die alle auf Schwelligkeit und Ausdauer optimiert sind. Afrikanische Wildhunde können mehrere Minuten lang mit einer konstanten Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h laufen und sind damit die wahren Marathonläufer der Natur. Was diese Spezies jedoch wirklich außergewöhnlich macht, ist ihr hochentwickeltes Sozialverhalten. Sie leben in großen Rudeln von 6 bis 20 Individuen mit einer klaren Hierarchie und einer fast militärischen Koordination während der Jagd. Jede Verfolgung wird stillschweigend durch Lautäußerungen, Körpersignale und sogar direkten Blickkontakt koordiniert. Nicht die Kraft des Einzelnen, sondern das Zusammenwirken vieler garantiert den Erfolg.
Noch bemerkenswerter ist ihre Selbstlosigkeit und ihre Fähigkeit zum Teilen. Im Gegensatz zu vielen Fleischfressern kämpfen Wildhunde nicht um Nahrung. Sie verteilen das Futter gerecht und würgen es oft wieder hoch, um Welpen, Verletzte oder Alte zu füttern. Ein außergewöhnlicher Akt sozialer Entwicklung, der im Tierreich selten ist. Mit ihrer Mischung aus Ausdauer, Intelligenz und Teamwork sind afrikanische Wildhunde nicht nur Raubtiere, sondern lebende Symbole für die Kraft der Einheit in der Natur. An einem schwülen Nachmittag bedeckt die goldene Sonne die weite Savanne. Eine Herde Impalas grast am Waldrand und blickt gelegentlich auf die Felder. Der Frieden scheint perfekt. Doch nicht weit entfernt hat die Meute Stellung bezogen. Sechs Wildhunde verteilen sich in Halbmondformation und nutzen die Kämme und Büsche als Deckung. Es wird kein Geräusch gehört, kein schweres Atmen, nur ihre scharfen Augen und die stillen Zeichen, die sie untereinander austauschen, sind zu sehen. Die Jagd beginnt. Ein junges Impala gerät in Panik und läuft zu einer großen Wasserstelle, von der es glaubt, dass sie ihm Schutz bieten wird. Aber genau diese Entscheidung besiegelt sein Schicksal. Schließlich ist die Jagd vorbei und die Meute beginnt zu fressen. Nicht, weil sie stärker sind, sondern weil sie intelligenter und besser koordiniert sind und niemals alleine jagen. In der Natur werden einige Tiere wegen ihres imposanten Aussehens verehrt, während andere als gerissen oder hinterlistig verachtet werden. Aber die Hyäne mit ihrem unheimlichen Lachen, das in der Nacht widerhallt, flößt in ganz Afrika Respekt ein. Nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen ihrer Beharrlichkeit, ihrer Gerissenheit und ihrer Tapferkeit, wenn es darum geht, sich jedem zu stellen, der es wagt, sie herauszufordern. Die Tüpfelhyäne, Crocota crocota, ist das größte Mitglied der Hyänenfamilie und weit verbreitet in den Graslandschaften und offenen Wäldern Afrikas.
Obwohl sie oft als reine Aasfresser abgetan werden, sind sie in Wirklichkeit sehr effektive Jäger, da 60–70% ihrer Nahrung aus Beutetieren stammt, die sie selbst erlegen. Anatomisch gesehen haben Hyänen die stärksten Kiefer aller fleischfressenden Säugetiere mit einer Beißkraft von über 1100 PSI, die stark genug ist, um die Knochen der Beine eines Büffels zu zermalmen. Ihr Verdauungssystem ist außerordentlich anpassungsfähig, sodass sie Haut, Knochen und Sehnen verzehren können, Teile, die viele andere Raubtiere zurücklassen. Hyänen leben in Clans, die nach einem matriarchalischen System strukturiert sind. Die weiblichen sind größer, dominanter und übernehmen in der Regel die Führung sowohl bei der Jagd als auch bei der Verteidigung. Ein einzelner Clan kann bis zu 80 Individuen umfassen, mit einer strengen Hierarchie, in der Macht und Zugang zu Nahrung direkt mit dem Rang zusammenhängen. In Afrika, wo lange Trockenzeiten zu Nahrungs- und Wasserknappheit führen, jagen Hyänen nicht nur, sondern nutzen auch jede Gelegenheit, um zu überleben. Sie scheuen sich nicht, anderen Raubtieren zu folgen, um ihnen ihre Beute zu stehlen oder im richtigen Moment anzugreifen. Hyänen kämpfen häufig mit Leoparden, afrikanischen Wildhunden, Geparden und sogar Löwen, ihren uralten Rivalen, um Nahrung. Ein ausreichend großer Clan kann sogar einen einzelnen Löwen vertreiben, insbesondere wenn die Anzahl der Tiere zu ihren Gunsten spricht. In der unerbittlichen afrikanischen Wildnis, wo es nicht immer die Stärksten sind, die überleben, verkörpern Hyänen eine einfache Wahrheit. In der Natur ist manchmal die Gelegenheit alles. Für meiste afrikanische Tiere ist Wasser lebenswichtig. Aber für das Nilfrosch ist es nicht nur zum Trinken da, sondern auch sein Zuhause, sein Zufluchtsort und sein Schlachtfeld. In trockenen Regionen, wo die Tagestemperaturen über 40 Grad Celsius betragen, sind Flusspferde zu den stillen Herrschern der Flüsse und Seen geworden. Flusspferde sind semi-aquatisch, was bedeutet, dass sie einen Großteil ihres Lebens im Wasser verbringen. Ihre riesigen Körper, die zwischen 1500 und 3000 Kilogramm wiegen, sind nicht dafür geeignet, der intensiven Sonne standzuhalten, da ihnen Schweißdrüsen wie beim Menschen fehlen. Stattdessen scheiden sie eine rosafarbene Flüssigkeit aus, die oft als Blutschweiß bezeichnet wird und als natürlicher Sonnenschutz und antibakterieller Schutzschild dient. Tagsüber tauchen Flusspferde ins Wasser ein und lassen nur ihre Augen, Ohren und Nasenlöcher über der Oberfläche.
Nachts kommen sie zum Grasen heraus und folgen bekannten Pfaden über Kilometer hinweg auf der Suche nach Gras. Sie können sich jedoch nicht zu weit vom Wasser entfernen, da ihre Haut schnell rissig und austrocknet, wenn sie längere Zeit der Sonne ausgesetzt ist. Da sie vollständig vom Wasser abhängig sind, werden Flüsse und Seen, insbesondere in der Trockenzeit, zu sehr wertvollen Territorien. Und genau hier brechen brutale Kämpfe zwischen den Männchen aus. Bei Sonnenaufgang ist der See ruhig und eine Herde Flusspferde ruht sich still aus. Aber unter der Stille baut sich Spannung auf. An gegenüberliegenden Ufern stehen sich zwei riesige männliche Flusspferde mit einem Gewicht von jeweils über 2 Tonnen nur wenige Meter voneinander entfernt gegenüber. Sie erkennen sich gegenseitig an. Einer von ihnen ist der herrschende Herrscher über diesen Abschnitt des Flusses. Der andere, ein mächtiger Eindringling in der Blüte seines Lebens, hat die Grenze überschritten. Der Kampf beginnt. Nach mehreren Minuten heftigen Kampfes beginnt einer von ihnen zu schwächeln und zieht sich mit blutverschmiertem Maul und Hals zurück. Der Sieger tötet seinen Gegner nicht, sondern sichert sich die Herrschaft über das Territorium, die Weibchen und die lebenswichtige Wasserquelle. Obwohl sie oft als zahm angesehen werden, weil sie sich von Gras ernähren, gehören Flusspferde zu den gefährlichsten Tieren Afrikas, da sie jedes Jahr mehr Menschenleben fordern als Löwen, Elefanten oder Krokodile. Sie sind aggressiv, äußerst territorial und greifen jeden an, der sich bedroht fühlt, selbst Menschen. In diesem sonnenverbrannten Land, in dem jeder Tropfen Wasser kostbarer ist als Gold, kämpfen diese Giganten nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Vorherrschaft. Wenn man von den tödlichsten Raubtieren Afrikas spricht, denkt man meist an Löwen, Leoparden oder Hyänen. Aber es gibt einen stillen Killer, den man selten zu Gesicht bekommt und dessen einziger Schlag ein Leben augenblicklich beenden kann. Das Nilkrokodil, bekannt als der unsichtbare Mörder der Flüsse.
Das Nilkrokodil ist eines der größten Reptilien der Welt. Erwachsene Tiere können eine Länge von 5 bis 6 Metern erreichen und über 1 Tonne wiegen. Sie sind mit Kiefern ausgestattet, die mit mehr als 60 messerscharfen Zähnen besetzt sind. Mit ihren unglaublich starken Unterkiefern können sie ihre Beute mit einem einzigen Biss festhalten und fangen. Das Erschreckendste daran ist, dass sie nicht kauen, sondern das Fleisch mit dem tödlichen Todesschwung unter Wasser zerreißen. Diese kaltblütigen Raubtiere können stundenlang regungslos unter Wasser oder an Flussufern liegen bleiben und sehen dabei aus wie ein treibender Baumstamm. Da sich ihre Augen- und Nasenlöcher oben auf dem Kopf befinden, können sie fast vollständig unter Wasser verborgen bleiben und unbemerkt beobachten, bevor sie angreifen, wenn sich die Beute auf wenige Meter nähert. Jedes Jahr begeben sich Millionen von Gnus, Zebras und Büffeln auf epische Wanderungen über Hunderte von Kilometern auf der Suche nach Wasser und frischem Gras. Auf ihrem Weg müssen sie große Flüsse wie den Mara oder den Grumeti überqueren, wo ihnen Nilkrokodile auflauern. Krokodile ziehen ihre Beute ins Wasser, ertränken sie, bis sie das Bewusstsein verliert, und teilen dann still ihre Beute mit Artgenossen. Die Szene kann sich innerhalb weniger Minuten abspielen, aber die Angst, die sie hinterlässt, verfolgt die wandernden Herden noch tagelang. In der Weite der Natur, wo Leben und Tod nur einen Atemzug voneinander trennen, überleben alle Lebewesen nicht durch Glück, sondern durch Instinkt, Geschicklichkeit und manchmal auch durch unerschütterliche Beharrlichkeit. Jeden Tag unter der sengenden Sonne, tief in den Wäldern oder unter dem scheinbar ruhigen Wasser findet ein Kampf ums Überleben statt. Still, aber gnadenlos, brutal, aber ausgewogen. Es gibt keinen Platz für Zögern. Es gibt keine Belohnung für Gnade. Die Natur ist nicht gerecht, aber sie ist immer klar. Der Überlebende ist nicht der Stärkste oder Schnellste, sondern derjenige, der sich anzupassen weiß, der sich verstecken kann, der warten kann und der weiß, wann er handeln muss. Wir Menschen mögen glauben, dass wir die Welt erobert haben.
Aber gegenüber der Natur sind wir nur bloße Beobachter. Was sich da draußen abspielt, die Urinstinkte, die stillen Kämpfe, die Entscheidungen über Leben und Tod in Bruchteilen von Sekunden, ist der deutlichste Beweis für die Erhabenheit des Lebens selbst. Und vielleicht ist die wichtigste Lektion, die uns die Natur lehrt, nicht ihre Brutalität, sondern ihre Widerstandsfähigkeit. Inmitten von Chaos und Veränderung findet das Leben immer einen Weg. Still, hartnäckig und ohne aufzugeben. Der Amazonas ist nicht nur die grüne Lunge der Erde, sondern auch ein Schlachtfeld, auf dem Leben und Tod nur einen Atemzug voneinander entfernt sind. Es gibt keine Warnungen, keine Chance auf Verhandlungen. Jedes Lebewesen ist ein Krieger, ob Jäger oder Beute. Der wilde Amazonas überlebt den Strudel des Todes. Tief im Inneren Südamerikas liegt der Amazonas-Regenwald, eine lebendige Märchenwelt, in der die Natur ihre unberührte, majestätische und geheimnisvolle Schönheit bewahrt hat. Mit einer Fläche von fast 7 Millionen Quadratkilometern wird der Amazonas nicht nur als Lunge der Erde bezeichnet, sondern beherbergt auch über 10% der Arten weltweit. Hier existiert Leben in vielen verschiedenen Formen. Jedes Baumdach beherbergt Hunderte von Insekten und Vögelarten. Jeder Bach und jeder Sumpf ist Lebensraum für eine Vielzahl von Fischen, Amphibien und seltsamen Reptilien. Inmitten der dichten Vegetation, durch die kaum Licht dringt, lebt die Natur nicht nur, sie komponiert eine lebendige, geheimnisvolle und sich ständig verändernde Symphonie. Am Morgen liegt im Amazonas-Sumpf noch Nebel auf der Wasseroberfläche und das Sonnenlicht dringt durch das dichte Laubwerk. Im seichten Wasser entlang des Ufers sucht eine Herde Capybaras, die größten Nagetiere der Welt, gemächlich nach Grashalmen. Doch inmitten dieser friedlichen Szene stimmt etwas nicht. In einem tieferen Becken ist das Wasser spiegelglatt und mit Wasserlinsen bedeckt. Niemand bemerkt die kalten Augen einer Anaconda, die seit Stunden dort lauert und geduldig auf ihren Moment wartet. Ein neugieriges junges Capybara löst sich von der Herde und schwimmt langsam auf das tiefere Wasser zu.
Die Kapibaras geraten in Panik und stürmen zum Ufer, aber es ist zu spät. Zurück bleibt nur noch das trübe Wasser, das sich langsam legt, und eine massive Gestalt, die ihre Beute langsam verschlingt, als wäre nichts geschehen. Die Anaconda muss sich nicht auf ihre Beute stürzen oder sie jagen. Sie ist das geduldigste und kaltblütigste Raubtier des Dschungels. Mit einer Länge von bis zu 9 Metern und einem Gewicht von über 200 Kilogramm hat die Anaconda weder Gift noch Krallen, sondern nur Muskeln und Hinterhaltstaktiken. Sobald sie ihre Beute fest im Griff hat, ist jede Umschlingung ein tödlicher Schlag, der ihr das Leben aus dem Leib drückt, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Die Jagdfähigkeit macht jedoch nur die Hälfte der Kraft der Anaconda aus. Die andere Hälfte liegt in ihrer Fortpflanzungsweise. Anacondas gehören zu den wenigen Schlangenarten, die lebende Junge zur Welt bringen. Die Eier entwickeln sich im Körper der Mutter und schlüpfen dort. Jedes Mal kann eine weibliche Anaconda 20 bis 40 Junge zur Welt bringen, die jeweils etwa 60 bis 80 Zentimeter lang sind und vom Moment ihrer Geburt an völlig unabhängig sind. Während der Paarungszeit bietet der Amazonas einen der bizarrsten Anblicke, das Phänomen des Paarungsknäuels. Wenn die Pheromone des Weibchens sich in der Luft verbreiten, können bis zu 10 bis 12 Männchen gleichzeitig eintreffen. Sie wickeln sich um das Weibchen und umeinander und bilden eine riesige, sich windende Masse, die stundenlang bestehen bleiben kann. Derjenige, der am längsten überlebt, hat die Möglichkeit, seine Gene weiterzugeben. Inmitten der verflochtenen Äste des Amazonas-Regenwaldes, wo uralte Bäume über den Rand des Wassers ragen und Lianen wie Vorhänge herabhängen, gibt es ruhige Sumpfgebiete, in denen nur Vogelstimmen und das leise Plätschern des Wassers zu hören sind. Unter dem dichten Blätterdach ist das Wasser trüb und schlammig, aber es dient als Lebensraum für eine einzigartige Art von Riesenschildkröten, die meisterhafte Schwimmer mit bemerkenswerter Teamfähigkeit sind. Die Ufer, an denen sie leben, sind mit kleinen Pfaden übersät, die von ihren Schwimmfüßen stammen und zu Höhlen führen, die nahe der Wasseroberfläche gegraben wurden, wo die Jungen geboren werden und sich die ganze Familie nach jeder Jagd zur Ruhe zurückzieht. In den tieferen Gewässern hallen die schrillen Rufe der Riesenotter wieder und signalisieren, dass eine Gruppe aktiv ist. Riesenotter, Pteronura brasiliensis, sind mit einer Länge von bis zu 1,8 Metern und einem Gewicht von über 30 Kilogramm die größten Otter der Welt. Mit ihrem dicken, wasserabweisenden Fell, ihren flachen Schwänzen und ihren Schwimmfüßen sind sie hervorragende Schwimmer, die Fische, Schildkröten und sogar Schlangen jagen. Ihr scharfes Sehgefühl und ihre empfindlichen Schnurrhaare helfen ihnen, Beute in den trüben Gewässern des Amazonas aufzuspüren.
Im Gegensatz zu anderen Einzeljägern leben Riesenotter in Familiengruppen mit einer strengen sozialen Hierarchie und kommunizieren mit mehr als 20 verschiedenen Lauten. Sie markieren ihr Revier mit Duftstoffen, teilen die Rollen klar auf und jagen mit erstaunlich koordinierten Taktiken. Obwohl sie nicht so groß sind wie Alligatoren oder Anacondas, wagen Riesenotter Alligatoren entgegenzutreten, wenn ihr Revier verletzt wird. Eine Gruppe von Ottern kann sich zusammenschließen, um Alligatoren anzugreifen, zu jagen und sogar aus dem Gebiet zu vertreiben. Sie gewinnen nicht durch Stärke, sondern durch Einheit und Strategie. Doch heute wird es still an diesen Flussufern. Abholzung, Goldabbau und Wasserverschmutzung bringen diese Otterart an den Rand des Aussterbens. Wenn sie verschwinden, verliert der Amazonas nicht nur ein Raubtier, sondern auch einen Teil seiner wilden Flussseele. In den tiefgelegenen, feuchten Gebieten des Amazonas-Regenwaldes, wo dichte Baumkronen den größten Teil des Tages die Sonne verdecken, existiert ein Mikrokosmos, in dem nur die kleinsten Lebewesen wirklich herrschen. Hier dringen vereinzelte Lichtstrahlen durch den mit verrottenden Blättern, grünem Moos und morschen Baumstämmen bedeckten Boden. Die Luft ist immer feucht und erfüllt vom Geruch von Erde, Pilzen und Verfall. Eine Umgebung, die rau erscheint, aber tausende kleiner Lebewesen wie Ameisen, Termiten, Käfer und Spinnen beherbergt. In diesem uralten Wald, der niemals austrocknet, lebt still und leise eines der farbenprächtigsten und gefährlichsten Lebewesen des Amazonas, der Pfeilgiftfrosch. Obwohl er nur fingernagelgroß ist, enthält die Haut des Pfeilgiftfrosches genug Gift, um Dutzende von Erwachsenen zu töten. Bemerkenswert ist, dass sie das Gift nicht selbst produzieren, sondern es von ihrer Beute, hauptsächlich Ameisen und Insekten, die Alkaloide enthalten, aufnehmen und in ihren Hautdrüsen speichern. Ihre leuchtenden Farben, hellgrün, feurig rot und leuchtend gelb, dienen nicht zur Tarnung, sondern zur Warnung vor Fressfeinden. Es ist ein unmissverständliches Signal in der Wildnis: Ich bin gefährlich, bleib weg. Unter dem feuchten Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes versteckt sich der Königsfliegenfänger zwischen den Blättern und zeigt sein leuchtendes Gefieder nur, wenn er seine feuerrote Haube wie eine Flammenkrone ausbreitet. Entlang der ruhigen Flussufer und Sümpfe des Amazonas taucht der Hoazin mit seinem zotteligen Gefieder, seinem unbeholfenen Gang und seinen feuerroten Augen auf, als käme er von einer fernen Zeit. Trotz ihrer schlechten Flugfähigkeit und Langsamkeit haben diese Vögel dank ihrer einzigartigen Lebensweise Millionen von Jahren überlebt. Sie ernähren sich von Blättern und verdauen diese in einem fermentierenden Magen wie Wiederkäuer, wodurch ein charakteristischer Geruch entsteht. Die Küken haben außerdem Krallen an ihren Flügeln, um klettern zu können, was den Hoazin zu einem Streitpunkt zwischen der modernen Wissenschaft und den lebenden Relikten der Dinosaurier-Ära macht.
Wenn das Sonnenlicht durch das spärliche Blätterdach des Pantanal fällt, das größte Feuchtgebiet der Welt, sticht nichts mehr hervor als die hallenden Rufe und das schillernde Gefieder der Langschwanzpapageien. Vor dem Grün der Vegetation und dem Grau der trockenen Baumstämme erscheinen sie wie leuchtende Farbkleckse, die durch die Luft schweben. Feuerrot, Vitrolemgelb und strahlend blau. Langschwanzpapageien haben eine große Flügelspannweite, kräftige Hakenschnäbel zum Knacken harter Samen und Füße, die so geschickt sind wie Hände. Sie leben in Paaren, sind intelligent, können sprechen lernen, sich Flugwege merken und ihre Gefühle deutlich ausdrücken. Im Pantanal sind sie nicht nur Vögel, sondern der lebhafte Klang der Wildnis. Unter den höchsten Bäumen des Amazonas-Regenwaldes, wo Menschen selten einen Fuß gesetzt haben, beobachtet der Harpienadler still die Welt unter sich, wie ein Wächter des alten Waldes. Ohne ein Geräusch oder einen Flügelschlag reicht ihm ein einziger Blick, um jede Bewegung im Schatten der Blätter zu erkennen. Mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern und Krallen von bis zu 13 Zentimetern Länge, die länger sind als die Klauen eines Bären, ist der Harpienadler das mächtigste Raubtier im südamerikanischen Regenwald. Er stürzt sich wie ein lebender Pfeil auf seine Beute und schnappt sich Affen, Faultiere und große Vögel in einem Augenblick, ohne Spuren zu hinterlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen fliegenden Raubtieren lebt der Harpienadler in einem festen Revier. Er baut sein Nest in den höchsten Bäumen, meist Cäberbäumen, und zieht seine Jungen 1 bis 2 Jahre lang auf, wobei er viel Zeit und Energie in jede Generation investiert. Da sie sich langsam bewegen, eine geringe Fruchtbarkeit haben und auf Urwälder angewiesen sind, gelten Harpienadler als biologische Indikatoren für tiefe Wälder. Wo Harpienadler leben, ist der Wald intakt. Aber gerade deshalb verschwindet dieser legendäre Vogel allmählich, da der Wald abgeholzt wird. Hoch oben in den Ästen der hochaufragenden Bäume inmitten des feuchten und lauten Amazonas-Regenwaldes gibt es ein Lebewesen, das fast bewegungslos ist: das Dreifingerfaultier. Mit seinen halbgeschlossenen Augen und langsamen Bewegungen, als wäre die Zeit selbst gedehnt, ist es die seltsamste Verkörperung langsamer Anpassung. In freier Wildbahn haben Faultiere es nicht eilig. Sie bewegen sich nicht mehr als 40 Meter pro Tag und verbringen die meiste Zeit kopfüber an Bäumen hängend, wo sie 15 bis 20 Stunden schlafen. Ihre langen, gekrümmten Krallen ermöglichen es ihnen, sich ohne große Anstrengung am besten festzuhalten, während ihr dickes, dichtes Fell nach hinten wächst, um Wasser zu speichern und Algen zu ernähren, was ihnen eine hervorragende Tarnung zwischen den grünen Blättern bietet. Ihre nährstoffarmen Ernährung, die hauptsächlich aus Blättern besteht, führt zu einem extrem langsamen Metabolismus.
Aber dies ermöglicht es den Faultieren, Energie zu sparen, die Trockenzeit zu überstehen, Raubtieren auszuweichen und sich an das Klimawandel anzupassen. Noch faszinierender ist, dass Faultiere einmal pro Woche von den Bäumen auf den Boden herunterkommen, um ihre Notdurft zu verrichten. Ein bizarres und riskantes Verhalten, das sie zu einer leichten Beute für Jaguare, Harpien und andere Raubtiere macht. Dennoch haben Faultiere über Millionen von Jahren überlebt, indem sie sich an ihren einzigartigen Lebensstil angepasst haben. Eine Leistung, die kein anderes Lebewesen vollbringen konnte. In den gewundenen Ästen des Amazonas-Regenwaldes, inmitten des Geschwätz der Papageien und des Raschelns der Blätter, huschen Kapuzineräffchen wie agile, neugierige graue Schatten umher. Mit ihren hellen Augen, geschickten Händen und ihrer überlegenen Intelligenz sind sie die kleinen Ingenieure des Urwaldes. Kapuzineräffchen haben dickes, glattes Fell, dessen Farbe von goldbraun bis grau-schwarz reicht, mit helleren Gesichtern und Hälsen. Viele Arten haben einen weißen oder cremefarbigen Fellkranz um den Kopf, der ihnen das Aussehen einer Kapuze verleiht und ihnen den Namen Kapuzineräffchen eingebracht hat. Dieses Fell hält sie nicht nur warm, sondern ist auch leicht wasserabweisend und spiegelt Emotionen durch die Haltung des Fells oder durch gegenseitige Fellpflege während sozialer Interaktionen wider. Kapuziner ernähren sich nicht nur von Früchten und Insekten, sondern wissen auch, wie man mit Steinen Nüsse knackt, mit Stöcken Würmer aufspießt und voneinander Überlebenstechniken lernen. Sie leben in Gruppen von 10 bis 30 Individuen und verfügen über eine komplexe Körpersprache und Lautäußerungen, um Emotionen auszudrücken, Raubtiere zu warnen oder Zuneigung zu zeigen. Dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit können sich Kapuzineräffchen sowohl in den unteren als auch in den oberen Schichten des Waldes geschickt fortbewegen. Sie merken sich die genauen Standorte reifer Früchte im Laufe der Jahreszeiten und tragen so zur Verbreitung von Samen bei. Kapuziner sind nicht nur ein wichtiges Glied in der biologischen Kette, sondern spiegeln auch die ursprüngliche Natur der menschlichen Intelligenz wider. In der Wildnis, in den Feuchtgebieten, trockenen Graslanden und lichten Waldrändern des Amazonas und Pantanal begegnet man gelegentlich einer seltsamen, hundeähnlichen Gestalt mit langem Körper, buschigem Schwanz und ungewöhnlich langgestreckter Schnauze. Dies ist der Riesenameisenbär Myrmicophaga tridactyla, ein langsam bewegendes, ruhiges Tier, das eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Insektenpopulationen spielt. Da sie keine Zähne haben, verwenden Ameisenbären ihre 60 cm langen, klebrigen und flexiblen Zungen, um Ameisen und Termiten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Zungenbewegungen pro Minute aus ihren Nestern zu fegen. Mit ihren langen, sichelförmigen Krallen können sie Termitennester aufreißen, Höhlen graben oder sich verteidigen, wenn sie bedroht werden.
Ihr langes, zotteliges Fell, insbesondere ihr großer, buschiger Schwanz, hilft ihnen nicht nur, sich zu tarnen, sondern bedeckt auch ihren Körper, wenn sie schlafen, und bildet eine lebende Decke, die sie vor Insekten und der intensiven Sonne schützt. Trotz ihrer Größe von bis zu 40 bis 50 Kilogramm sind Ameisenbären sehr scheue und einzelgängerische Tiere, die sich nur während der Paarungszeit begegnen. Sie bewegen sich lautlos, hinterlassen charakteristische dreizehige Fußspuren und richten anderen Lebewesen kaum Schaden zu. Sie sind jedoch sehr anfällig für Umweltveränderungen, von Waldbränden über die Jagd bis hin zum Straßenverkehr. Riesenameisenbären sind weder schnell noch aggressiv, aber sie sind ein Symbol für Frieden und Geduld in der Natur und ein Beweis dafür, dass Stärke manchmal in der Ruhe liegt. Inmitten des trüben Wassers des Amazonas gleitet manchmal ein rosa Schatten wie eine Fata Morgana vorbei. Das ist der Amazonas-rosa Flussdelfin Ineya Jeff Francis, der intelligenteste und geheimnisvollste Süßwasserdelfin im Regenwald. Mit ihren flexiblen Körpern, langen Schnauzen und ihrer Fähigkeit, sich durch untergetauchte Äste zu winden, sind sie perfekt an die dichte Flussumgebung angepasst. Ihre rosa Farbe ist nicht von Geburt an vorhanden, sondern vertieft sich mit dem Alter und Aktivität, wodurch jedes Individuum einen einzigartigen Farbton erhält. Sie nutzen Ultraschallwellen zur Orientierung, kommunizieren durch Pfeiftöne und Schwimmbewegungen und leben in kleinen Gruppen oder alleine. Ruhig und vorsichtig. In der lokalen Kultur gelten rosa Delfine als heilige Wesen, doch in der heutigen Zeit sind sie durch Umweltverschmutzung, Jagd und den Verlust ihres Lebensraums bedroht. Auch wenn sie nicht um Hilfe rufen, wäre das Verschwinden der rosa Delfine die letzte Warnung vor dem Austrocknen der Flüsse des Amazonas. In trüben Tümpeln, in denen das Sonnenlicht durch dicke Schichten von Wasserlinsen und heruntergefallenen Ästen dringt, liegen Kaimane oft regungslos wie lebende Baumstämme. Ihre Augen sind über dem Wasser zu sehen und beobachten unerbittlich, wartend auf einen Fehler ihrer Beute. Mit einer durchschnittlichen Länge von 2 bis 3 Metern, scharfen Zähnen und kräftigen Kiefern sind Kaimane die gefürchtetsten Raubtiere in den seichten Gewässern des Amazonas und des Pantanal. Anstatt mit Geschwindigkeit zu jagen, verlassen sie sich auf absolute Geduld. Eine leichte Welle an der Oberfläche, ein Vogel, der zum Baden hinabtaucht, oder ein Fisch, der vom Kurs abkommt, können mit einem einzigen präzisen Biss zu einer Mahlzeit werden. Wenn sie nicht auf der Jagd sind, sonnen sich Kaimane oft an den schlammigen Ufern, um ihre Körpertemperatur zu regulieren, und versinken manchmal in der selbstbewussten Stille des Apex-Raubtiers. Aber im Amazonas ist niemand wirklich unbesiegbar. An einem heißen Sommernachmittag glitzerte das sumpfige Wasser im Sonnenlicht und Hitzewolken stiegen auf und verschleierten die Sicht. Ein erwachsener Kaiman schwamm langsam am Ufer entlang, den Kopf leicht über Wasser
und suchte mit seinen Augen ruhig die Gegend ab, wie er es bei seinen gewohnten Patrouillen tat. Doch oben auf einem hohen, mit dichtem Gebüsch bewachsenen Ufer lag ein männlicher Jaguar versteckt in absoluter Stille. Sein geflecktes Fell verschmolz mit dem Sonnenlicht und den Schatten der Bäume. Seine Augen verfolgten jede Bewegung des Kaimans unter ihm. Die Leopardenkatze zog ihre Beute ans Ufer und verschwand dann leise im Wald, als wäre sie nie dagewesen. Das Wasser kehrte zur Ruhe zurück, aber diesmal war es nicht mehr das Revier des Sumpfraubtiers, sondern der Moment des Ruhmes eines Landattentäters. Von den Baumwipfeln, die die Wolken berühren, bis zum schimmeligen Boden, der mit Pilzen und Moos bekleidet ist, von den riesigen Flüssen bis zu den düsteren Sümpfen, der Amazonas ist nicht nur ein Wald, sondern eine lebendige, atmende und sich ständig verändernde Welt. Unter dem Druck von Ausbeutung, Zerstörung und Klimawandel gerät diese Symphonie jedoch allmählich aus dem Takt. Viele Arten sind verschwunden und viele andere stehen kurz vor dem Aussterben. Bei der Erhaltung des Amazonas geht es nicht nur um den Schutz eines Waldes, sondern um die Bewahrung der ursprünglichen Stimme der Erde, wo die Menschen zuerst lernen, zu beobachten, zuzuhören und in Harmonie mit allen Dingen zu leben. Denn wenn der alte Wald verstummt, wird die Welt mit ihm verstummen.